Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um das Thema Bräunungscreme, meine Selbstbräunungsroutine, die ich euch heute zeigen möchte. Ein paar Tipps und Tricks, die ich aus meiner eigenen Anwendung so gefunden habe, möchte ich euch zeigen und wie ich diese schöne, natürliche, wirklich sehr natürliche Sommerbräune bekomme. Und wie lange die hält, was ich dafür verwende, wie ich meine Haut darauf vorbereite und das alles zeige ich euch jetzt gleich in diesem Video. Für mich ist Selbstbräuner ein Teil meines Alltags geworden. Ich benutze den wirklich sehr, sehr gerne, einfach weil man viel gesünder aussieht, wenn man leicht gebräunt ist. Und jetzt kommen so die ersten Sonnenstrahlen, das heißt die ersten schönen warmen Tage, wo man auch mal farbenfroh sich anziehen möchte oder auch weiß zu tragen, finde ich viel schöner, wenn man halt so ein bisschen eine gebräunte Haut hat, als wenn man so total käsig aussieht, was bei mir im Winter halt einfach so schnell passiert, dass ich so weiß werde. Und dann wieder im Frühling so eine Bräune aufzubauen, auf natürliche Weise, dauert halt einfach. Also bei mir dauert das. Natürlich, wenn dann Sommer ist, dann habe ich auch eine schöne gebräunte Haut und dann brauche ich auch keinen Selbstbräuner mehr. Aber gerade so für die Anfangszeit, dass man einfach nicht wie so ein Stück Käse total bleich und blass irgendwie am See liegt und einfach dann, dass man halt schon ein bisschen was mit seiner Haut anfangen kann sozusagen. Ich finde, es sieht wirklich ganz natürlich aus. Ich bin normalerweise sehr weiß, also hier kann man es noch sehen. Ich gehe zwar hier mit dem Selbstbräuner auch so ein bisschen drüber, aber auf der Seite wirklich nicht ganz so stark wie auf der anderen. Und da kann man gut spielen. Ihr seht auch, ich habe keinerlei Flecken davon getragen. Ich kann das nochmal so ein bisschen mehr so zeigen. Es ist gar nicht fleckig. Das Ergebnis ist total ebenmäßig und schön. Für den Körper verwende ich jetzt gerade aktuell das Ton of Oz. Das ist ein Spray, wobei sie sagen, man soll das so aufsprühen als Spray, wirklich so in 20 cm Entfernung auch so aufs Gesicht und auf den Körper sprühen. Das mache ich aber nicht, das habe ich beim ersten Mal gemacht und ich sage euch was. Wenn ihr dann Lust habt, das Badezimmer komplett alle Fliesen zu putzen, okay, es war eine Katastrophe, es war eine Sauerei, alles natürlich, es sprüht halt natürlich auch im Nebel dann um einen herum und landet überall. Das heißt, das mache ich nicht mehr. Ich trage das jetzt mit so einem Handschuh auf. Der war da nicht dabei, als ich das bestellt hatte, deswegen habe ich mir den extra gekauft. Der ist von Amazon, mit dem man das wirklich sehr gut auftragen kann. Dann sprühe ich das erst hier auf den Schwamm und trage es dann auf. Alternativ kann man das auch mit so Gummihandschuhen auftragen und sprüht dann quasi das Spray auf den Handschuh hier auf und kann sich dann so quasi einfach das Bräunungsmittel auf die Haut auftragen. Funktioniert auch sehr gut mit dem Spray, allerdings ein bisschen schwieriger, als wenn man einen Schaum hat, weil das Spray natürlich sehr flüssig ist und gleich hier runterläuft. Also da muss man ein bisschen aufpassen, nicht zu viel sprühen. Das ist wirklich sehr flüssig, dieses Ton of Oz. Mit dem Handschuh, Schwamm, aber gar kein Stress, weil es sich sofort hier reinsaugt. Ich meine dann immer, also ich habe immer das Gefühl, dass man mit so einem Handschuh mehr Produkt verliert tatsächlich, weil er saugt auch. Aber dadurch wird es wirklich sehr gleichmäßig und ebenmäßig beim Auftrag. Mit dem Handschuh verliert man, also mit dem Gummihandschuh verliert man nichts. Außer das, was halt vielleicht auf den Boden tropft. Ja, das passiert tatsächlich. Aber es geht gut ab. Also von allen weißen Fliesen oder dunklen Fliesen oder von der Badewanne, es geht alles wirklich ab. Ich mache das jetzt wie gesagt mit dem Schwämmchen. Im Gesicht benutze ich dieses Ton of Oz aber nicht. Viele machen das von euch, ich habe das auch schon gesehen. Viele nehmen auch gerne das Saint-Tropez oder St. Moritz Spray oder Lovington, habe ich auch schon oft gesehen. Ich bin mit dem Ton of Oz aber jetzt aktuell sehr zufrieden. Wobei, wenn es jetzt leer ist, werde ich auch mal vielleicht was anderes ausprobieren. Es ist aber wirklich sehr, sehr zu empfehlen. Und es riecht mega geil nach Kokos. Es hat nicht diesen hässlichen Selbstbräunergeruch oder diesen Geruch, kennst du das, wenn du aus dem Solarium rauskommst? Dieser Geruch von gestorbenen Hautzellen oder was auch immer da passiert, chemische Prozesse, ich weiß es nicht. Das stinkt extrem und bei dem ist das eben nicht so. Das riecht sehr, sehr gut nach Kokosnuss. Ich habe jetzt auch schon geduscht und rieche noch ganz, ganz zart. Also kaum noch zu riechen. Wenn man es weiß, dann vielleicht ein bisschen, aber wie gesagt, sehr angenehm. Und einfach nur, kennt ihr dieses Sonnenöl, dieses Kokosöl, das man sich, früher war das sehr Trend, dass man sich so aufgetragen hat. Ich mache das jetzt auch noch ab und zu gerne. Und dieses Öl, das so nach Kokos riecht und so riecht es auch.
Fürs Gesicht nehme ich aber, wie gesagt, was anderes, weil ich beim Gesicht ein bisschen, ja, da habe ich irgendwie mehr Angst mit dem, dass ich Flecken bekomme oder dass es zu dunkel wird. Und deshalb habe ich von Clarins, das ist so ein Selbstbräuner-Konzentrat, das ist eine Flüssigkeit, die man mit so einer Pipette ist da vorne dran, das kann man auch so pressen. Und das gibt man sich einfach in die Tagespflege mit rein oder beziehungsweise ich mache das in die Nachtpflege mit rein. 2, 3 Tropfen nehme ich davon und gebe dann einfach einen Klecks von dieser Creme auf meine Handfläche, gebe davon 2 Tropfen dazu und vermische dann die Creme mit den Tropfen hier und gebe das dann aufs Gesicht auf. Das wird ein sehr schönes, gleichmäßiges Ergebnis. Es bräunt aber nicht auf einmal so stark wie ein Selbstbräuner. Das heißt, man muss das so 2, 3 Tage nacheinander anwenden und es wird dann ein sehr zartes Ergebnis und so bräunt sich so nach und nach. Das riecht allerdings sehr stark nach Selbstbräuner tatsächlich, aber ich finde, es ist eine sehr gute Lösung fürs Gesicht, einfach, dass man das nach und nach gleichmäßig hinbekommt, nicht vielleicht dann auf einen Schlag zu dunkel wird. Das mag ich nicht. Den Selbstbräuner allerdings trage ich tatsächlich bis hier auch auf, wobei ich hier immer ein bisschen zarter vorgehe, weil hier hat man ja einen natürlichen Kinnschatten von der Sonne sozusagen. Also hier ist es immer, wenn man sich natürlich bräunt, heller und deswegen bin ich hier vorsichtiger, aber am Rand mache ich viel und auch im Nacken gehe ich bis oben mit dem Selbstbräuner rein. Und genau, nur das Gesicht mache ich eben mit dem von Clarins. Damit fahre ich sehr gut, das mache ich jetzt schon lange so und ihr seht aber schon, ich habe noch nicht mal die Hälfte. Das hält ewig. Also, wird es nicht scharf jetzt? Also das hält, wie gesagt, ewig, weil man immer nur so 2 Tropfen braucht davon. Oder wenn man es ein bisschen intensiver will, dann nimmt man halt 3 Tropfen. Und deswegen ist der teure Preis hier auch gerechtfertigt. Ich bereite dann immer vor dem Selbstbräunen meine Haut auch vor. Bei dem Ton of Oz, da sagen sie zwar, man muss es nicht tun, das ist so auch für Einsteiger sehr gut geeignet, weil man kann, es wird überhaupt nicht fleckig, man kann eigentlich fast nichts falsch machen, es ist dann auch dunkel getönt, man sieht, wo man schon war, man kann das nochmal verstreichen und so. Aber ich mache das trotzdem, dass ich mich einen Tag vorher abpeele am ganzen Körper und dann nehme ich gerne das Riches Good Luck Scrub, das riecht nach diesem Happy Buddha, Sandelholz und Orange. Das riecht sehr, sehr lecker nach Saunaaufguss. Das ist jetzt auch schon fast leer, vielleicht ein kleiner Schlacks geht noch raus. Das war es jetzt auch, hält aber auch ewig, weil du brauchst ja wirklich auch nur so eine Walnussgröße für den Körper. Und was halt wichtig ist, die Ellenbogen schön abzupeelen vorher. Da seht ihr, bin ich auch nicht fleckig geworden, oder? Nee, nix. Da gut zu peelen, dann hier an den Handgelenken peele ich extrem, an den Händen und an den Füßen und den Knien natürlich. Das sind die Stellen, die immer trocken sind und da, wo trockene Stellen sind, wo man wirklich viele Hautschuppen hat, da kann könnte das Bräunungsergebnis halt einfach ungleichmäßig werden, wenn man es nicht gut vorbereitet. Deswegen würde ich das immer empfehlen. Alternativ kann man auch einen Peeling-Schwamm habe ich hier oder eine Art Peeling-Handschuh gibt es auch, machen auch viele von euch gerne. Das kann man auch verwenden natürlich, einfach vielleicht mit dem Duschgel einfach drüber gehen über die Haut. Ganz egal auf welche Art und Weise und ganz egal was man dafür verwendet, man sollte halt auf jeden Fall die Haut peelen. Fürs Gesicht nehme ich auch was anderes. Dann nehme ich aktuell sehr, sehr gerne, ein Liebling von mir ist das Sensei von Kanebo. Das ist ein Enzympeeling, das halt nicht so Peeling-Partikel drin hat, also keine Körnung, sondern es schäumt auf und es sind Enzyme, die ganz sanft einfach die alten Hautschuppen abtragen. Das merkt man fast gar nicht, aber danach, wenn man sich das Gesicht abwäscht, dann merkt man, wie weich es ist. Also das ist ein geniales Zeug. Ich habe das auch schon seit Jahren und es ist immer noch was drin. Ich frage mich auch, wann es langsam mal leer ist, weil ich habe das wirklich schon ewig und nehme das einmal die Woche. Das
ist halt hier mit so einer Dosierung. Vielleicht braucht man deshalb auch weniger davon. Also wenn man das einmal umdreht quasi, das mache ich jetzt nicht, aber wenn ich es einmal umkippe, dann kommt genau eine Portion raus. Und die Portion ist ziemlich klein, reicht aber für eine Anwendung perfekt. Auch hochpreisig, aber auch hier den Preis wert, weil wenn es über Jahre hinweg hält, was will man mehr und wenn es gut ist. Eine Alternative, die ein bisschen günstiger ist, die ich aber auch gerne, also da wechsle ich gerne ab, nehme, ist von Neutrogena ein Peeling, das glaube ich, ja genau, mit Limone und Mandarine. Ich wollte gerade sagen, irgendwas Zitroniges oder so. Also es fühlt sich sehr, sehr frisch an, ist aber halt mit einer starken Körnung und das mache ich nicht so oft, nur ab und zu, wenn ich das Gefühl habe, jetzt will ich auch was spüren, jetzt will ich das wirklich, ich spüre, dass ich was abrubbel sozusagen. Dann nehme ich das und dann wird die Haut aber auch ganz frisch. Also fühlt sich sehr, sehr so kühl und so frisch an. So, und das ist dann die Peeling-Geschichte. Und dann einen Tag, bevor ich den Selbstbräuner verwende, creme ich mich auch nochmal richtig dick ein. Eincremen ist sehr wichtig, gerade wenn du Selbstbräuner anwendest, weil die Haut trockener wird. Was auch immer, wie gesagt, ich weiß nicht, was für chemische Prozesse da ablaufen, aber was da auch immer passiert, es macht die Haut trocken. Einen Tag vorher deshalb vorbereiten, dass die Haut schön mit Feuchtigkeit versorgt ist und dass eben dann, wenn du den Selbstbräuner drauf machst, sie schön feucht ist und es keine trockenen Stellen gibt, wo es irgendwie dann ungleichmäßig aussehen kann. Ja, und dann am Tag danach ist man quasi sehr, sehr gut vorbereitet, dann noch einmal abduschen und dann kann man den Selbstbräuner einfach auftragen mit dem Schwamm oder mit dem Handschuh. Ich würde es aber auf gar keinen Fall mit den bloßen Händen machen, denn das sieht man. Manche sagen zwar, wenn man sie sofort abwäscht und so, dann siehst du nichts. Würde ich auf gar keinen Fall dieses Risiko eingehen, weil es gibt nichts Hässlicheres, als wenn du hier so, gerade an den Ballen, wo du Hornhaut hast, kriegst du dann so gelbe Flecken. Ganz hässlich ist es. Und ihr seht jetzt, ich habe überhaupt keine Flecken an den Händen. Auch nicht hier, das passiert auch gerne hier um die Nägel herum oder da, wo eben die Haut ein bisschen trockener ist, da an den Gelenken, wo sie sich viel bewegt, da sieht man das dann. Und das habe ich nicht. Ich habe ja die Hand dann auch in dem Handschuh drin, das heißt, ich komme gar nicht in Berührung und dann, wenn ich fertig bin am Schluss, dann habe ich noch einen Rest vom Selbstbräuner drauf, gehe ich nochmal ganz sanft über die Hand drüber, dass die aber nicht mit viel Produkt, sondern nur wirklich mit dem Rest, dass es nur wie eine natürliche Bräune hier so ein bisschen rüberkommt. Auch nicht irgendwie zwischen die Finger, das ist unnatürlich, denn du musst dir immer überlegen, wo würde die richtige Sonne auch bräunen. Und hier in der Mitte, an den Schwimmhäuten sozusagen, nicht. Da ist man immer weiß, selbst wenn man gut gebräunt ist, deswegen nur wirklich die Hand zulassen und einmal so drüber gehen. Was ich auch mache an diesen ganz empfindlichen Stellen, wie hier an der Hand, wie hier und am Knie und an den Ellenbogen, ich gebe mir, bevor ich den Selbstbräuner auftrage, einen dicken Klecks Creme drauf und richtig dick. Ich kann auch, manchmal habe ich das mit Nivea-Creme schon gemacht, dann lasse ich da auch eine dicke Schicht drauf. Das ist wirklich das Allerwichtigste, dass man hier keine Flecken bekommt oder hier. Das sieht hässlich aus und da besser mit Creme vorbeugen, dass da auch nichts passiert. Vor dem Selbstbräunen sollte man sich aber, also den Rest des Körpers, auch die Arme und alles, was man wirklich bräunen will, wo wirklich Farbe auch ankommen soll, da darf man keine Creme auftragen. Auf gar keinen Fall, weil dann, wie gesagt, hält es da halt auch nicht so. Und für die Stellen, die man schützen will, wo man Hornhautstellen hat, wo man trockene Stellen hat, da muss man aber Creme auftragen, weil sonst wird es fleckig. Ja, und das war jetzt mal alles. Nein, ich muss noch zu der Anwendung was sagen. Das ist so ein Quick-Entwicklungsspray, das nach 30 Sekunden komplett wischfest ist. Trotzdem würde ich dann was Dunkles tragen. Ich mache das nicht immer vorm Schlafengehen, kann man aber machen, dann was Dunkles anziehen, dann schlafen und dann am nächsten Tag duschen. Aber bei dem ist es auch so, das ist auch nach einer Stunde komplett entwickelt. Dann kann man auch abduschen. Man merkt dann, wie die Tönungsfarbe, also das ist die Farbe, dass es sichtbar ist, dass man sieht, wo es schon aufgetragen ist, diese braune Farbe. Die fließt dann ab bei der Dusche und der Rest ist ja eingezogen, der ist in der Haut. Da passiert dann nichts, es wirkt dann noch nach. Aber nach einer Stunde, das habe ich jetzt schon ein paar Mal ausprobiert, mal länger gewartet, mal so 4-5 Stunden sagen auch manche, aber Tann-of Oz braucht es nicht, eine Stunde reicht und dann kannst du dich duschen und dann hast du deine Bräune auch erreicht.
Aber was immer das Einfachste ist, eigentlich vorm Schlafengehen sich einsprühen oder halt einreiben, einarbeiten und dann am nächsten Morgen duschen und dann ist man fresh. Ich kriege mit dem überhaupt keine Flecken. Also das hatte ich jetzt noch nie, dass ich irgendwo Flecken hatte. Es sieht immer total natürlich aus. Es ist so ein schöner Olivbraunton, also nicht so roststichig und auch nicht rotstichig, sondern einfach ganz schön eine natürliche Bräune, die einfach schön gleichmäßig aussieht und es ist so auch so ein schöner Glanz drauf. Und das hält dann ungefähr 5 Tage. Also jetzt nicht so allzu lang. Es gibt andere und ich habe schon gehört, dass Saint-Tropez dieses Bräunungsschaum viel länger halten soll, bis zu 7 Tage teilweise. Keine Ahnung, ich werde es mal ausprobieren, wenn das leer ist, wie gesagt. Aber das so 5 Tage und dann kann man wieder neu auflegen. Also nach 5 Tagen oder nach 6 Tagen, bevor man das wieder auflegt, dann würde ich wieder einen Peeling-Tag einlegen und am nächsten Tag auf jeden Fall neu anfangen, dass einfach die Reste abgehen und die Haut, wie gesagt, wird trockener, wenn man Selbstbräuner anwendet. Ich finde aber, es ist eine tolle Alternative zu der UV-Strahlung und vor allen Dingen die allerbeste Alternative zum Solarium. Von Solarium hatte ich gar nichts, es ist absolut ungesund. Natürlich versucht man immer eine schöne Bräune zu haben und gesund auszusehen, aber Solarium, da würde ich die Finger davon lassen. Es macht die Haut halt einfach nur kaputt. Selbstbräuner produziert ja auch keine Falten, was UV-Strahlung halt macht. Sie schädigt die Haut dauerhaft, natürlich nach und nach, man sieht es nicht sofort, aber Selbstbräuner macht es nicht. Wichtig ist auch, dass ihr darauf achtet, den kühl zu lagern. Ich habe den immer im Kühlschrank, weil es einfach dann hält länger. Und es können sich da auch ein paar Giftstoffe entwickeln, wenn er zu warm wird oder wenn er zu alt ist. Das heißt, im Kühlschrank aufbewahren, regelmäßig anwenden, gut schnell aufbrauchen sozusagen und dann passiert überhaupt nichts und dann ist es auch nicht gefährlich. Zumindest nach meinem Wissensstand. Wenn ihr darüber mehr wisst, könnt ihr mir das auch schreiben. Aber so wie ich es recherchiert habe und nachgelesen habe, ist Selbstbräuner absolut nicht schädlich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, hat euch ein paar Tipps gegeben und euch die Entscheidung vielleicht abgenommen oder euch bei der Entscheidung geholfen, welchen Selbstbräuner ihr euch zulegen wollt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir eure Erfahrungen in die Kommentare schreibt, welchen Selbstbräuner wendet ihr so an, was für Erfahrungen habt ihr mit dem Tann-of-Oz, was ist euer liebster Selbstbräuner, nehmt ihr es überhaupt oder nehmt ihr es gar nicht? Alles das würde mich sehr interessieren und ich freue mich, dass ihr bis dahin dran geblieben seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!